Hallo, ich möchte heute mit euch eine Mütze stricken auf der Maschine, aber den Computer brauchen wir nicht. Ihr könnt das auf jeder Maschine nachstricken. Das wird eine Standardmütze werden aus Sockenwolle. Hier habe ich die Sockenwolle und dann stricken wir erstmal ein Bündchen. Wir machen einen Doppelbettanschlag und eine feste Anschlagskante, dann ein Mittelteil und dann noch den oberen Teil der Mütze, den stricken wir auch noch. Ich mache davon 3 Videos mit 3 Teilen. Also erstmal fangen wir an mit dem ersten Teil. Der erste Teil ist das Bündchen eben. So, jetzt zeige ich euch nochmal, was ihr dafür braucht. Hier ist das Nylongarn, Kontrastgarn, dann ein Anschlagskamm fürs Doppelbett. Na, ich glaube, der ist zu klein, da müsst ihr den größeren nehmen, weil das sind ja 140 Maschen. Wir werfen das Gestrick nach dem Mittelteil mit Kontrastgarn ab. Es gibt auch eine zweite Möglichkeit, und zwar mit diesen Umhängekämmen. Ich habe hier ein und 2. Damit könnt ihr das auch abnehmen und dann wieder auf die entsprechenden Nadeln draufhängen. Also wir fangen an, rechts und links der Null, jeweils 70 Maschen. Das heißt, wir machen jetzt erstmal einen Doppelbettanschlag, oben und unten 70 auf jeder Seite. Und jede zweite Nadel in die A-Position zurück. Einmal mit dem Schlitten rüber positioniert wird. So, jetzt sind die Nadeln alle positioniert und jetzt können wir das Garn einspannen. So, jetzt fädeln wir ein. Maschenweite 0, oben und unten, und alle Tasten und alle Schalter sind raus, also auf Normalstellung. Und stricken erstmal eine Reihe. Dass er auch direkt bei der 100 ist, nicht zu weit rechts rüber, sonst verhakt er sich nachher und euch fallen die Maschen alle raus. Hier hinten ist so eine kleine Öse, die muss da gerade im Schlitz stecken, damit auch die sich nicht verhakt. So, jetzt kommt die Anschlagskante und die besteht aus 4 Reihen. Da müssen wir einige Einstellungen am Schlitten vornehmen, und zwar am oberen stellen wir jetzt erstmal die Maschenweite auf 1 und am unteren auch die Maschenweite auf 1. Oben drücken wir die linke Part-Taste von den beiden, dann müssen wir unten die rechte Part-Taste nach oben drücken. Wenn ihr oben die rechte nehmt, das könnt ihr auch, dann müsst ihr aber unten die linke Part-Taste auf der anderen Seite nach oben schieben. Alles andere brauchen wir nicht berücksichtigen. Reihenzähler haben wir noch nicht an. Wir stricken jetzt 4 Reihen. Das kann man sich auch so merken. Ihr könnt natürlich auch den Reihenzähler anstellen. Allerdings haben wir hier noch keine Gewichte drin. Das ist natürlich wichtig. Ich nehme da mal 3 große Gewichte. So, nun stricken wir das Bündchen, und zwar müssen wir da alle paar Tasten erstmal rausnehmen, oben und unten. Dann stricken wir mit der zweiten Maschenweite oben und unten das Bündchen. Und nun stricken wir 22 Reihen. Mein Reihenzähler ist auf 0. So, ich habe jetzt 22 Reihen gestrickt und nun stricke ich normalerweise
eine Bruchkante. Dafür stelle ich die Maschenweite oben und unten auf 10 ein und stricke eine Reihe. Dadurch kann ich nachher das Bündchen klappen, nach oben klappen zur Hälfte. Dieses Mal zeige ich euch die zweite Möglichkeit. Wir stricken keine Bruchkante, dadurch haben wir nachher so ein breites Bündchen und können das so eine Art Stirnband. So sieht das dann nachher aus. Ich lasse die Bruchkante weg und stricke jetzt nochmal 16 Reihen Bündchen dazu. Also stelle ich den Reihenzähler wieder auf 0 und stricke nochmal 16 Reihen. So, insgesamt haben wir jetzt 43 Reihen gestrickt mit der Anschlagskante, dem Bündchen und der Anschlagsreihe. Alles zusammen sind das jetzt 43 Reihen. Dann ein Mittelteil und dann noch den oberen Teil der Mütze, den stricken wir auch noch.